Hallo liebe Nähfreunde, in diesem Video möchte ich euch gerne zeigen, wie eine einfache Innentasche genäht wird. Damit könnt ihr in eurer selbstgenähten Tasche prima für Ordnung sorgen. So zum Beispiel hier in diesem Shopper oder auch in dieser Retro-Tasche. Diese und viele weitere schöne Taschen könnt ihr ganz einfach selber machen und wie das geht, zeige ich euch in meinem Buch Taschenlieblinge selber nähen. Unter anderem findet ihr darin auch die Anleitung für diese große Strandtasche, für dieses kleine hübsche Origami-Mäppchen und für diesen praktischen Rucksackshopper. Um euch zu zeigen, wie die Innentasche genäht wird, habe ich hier bereits zwei Schnittteile vorbereitet, und zwar zum einen ein Taschenfutterteil und hier die Innentasche. Die Größe eurer Innentasche könnt ihr selbst bestimmen. Addiert beim Schnittteil einfach zur gewünschten Höhe 4 cm und zur Breite 2 cm Zugabe. Bevor wir mit dem Nähen beginnen, bügeln wir eine Längskante der Tasche erst 3 cm und dann 1,5 cm um. Die umgebügelte Kante steppen wir knappkantig fest. Ich nähe nun mit einem Steppstich 2 mm neben der Kante. So sieht die erste Naht aus und als nächstes können wir die beiden kurzen Kanten jeweils 1 cm umbügeln. Als nächstes überlegen wir uns, wo wir die Innentasche positionieren wollen und legen sie entsprechend auf das Taschenfutterteil auf. Mit einem Markierstift oder Kreide zeichnen wir auf das Taschenfutterteil eine Linie, und zwar im Abstand von 2 cm zur unteren Innentaschenkante. An dieser Linie kann ich nun meine Innentasche mit der unteren langen Kante anlegen, um sie im nächsten Schritt rechts auf rechts anzunähen. Ich nähe jetzt die Innentasche mit 1 cm Nahtzugabe fest. Da ich mich nicht an der Stichplatte orientieren kann, habe ich hier einen Abstandshalter eingesetzt. Ihr könnt ebenso hier eine Linie aufzeichnen. So sieht diese Naht nun aus. Anschließend können wir die Tasche schön gerade nach oben klappen und an beiden Seiten jeweils knappkantig feststeppen. Damit die Nahtzugabe an der Taschenöffnung später nicht sichtbar ist, können wir hier die Ecken schräg einklappen. Denkt daran, Nahtanfang und Ende mit ein paar Stichen vor und zurück gut zu verriegeln. Und so sieht die Innentasche aus. Sie ist schnell genäht und an den Ecken wunderbar sauber. Wenn ihr wollt, könnt ihr eure Innentasche noch mit zusätzlichen Nähten unterteilen oder mit einem Druckknopf verschließen, so wie hier bei dieser Strandtasche. Eine andere Variante wäre auch ein Reißverschlussfach. Wie das genäht wird, könnt ihr euch in diesem Video anschauen. In meinem Buch zeige ich euch noch eine weitere Nähidee, mit der ihr für Ordnung in eurer Tasche sorgen könnt, nämlich mit diesem kleinen Reißverschlusstäschlein, das ganz einfach an einem Karabiner befestigt wird. Außerdem findet ihr darin auch die Anleitung zum Beispiel für diese lässige Falten-Hobo-Bag.
oder für das Portemonnaie aus verschiedenen Stoffen. Wenn ihr keine neuen Nähvideos mehr verpassen wollt, abonniert unbedingt meinen YouTube-Kanal. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Taschennähen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.